Zur Anatomie, was sehen Sie auf einem Röntgenbild? Gut, im Prinzip können Sie alles sehen, was da in diesem Bereich des Thorax ist. Es ist natürlich alles mehr oder weniger deutlich zu sehen, weil es eben Überlagerungseffekte in dem Bild gibt. Im Zentrum steht sicher mal das Mediastinum mit sehr vielen Strukturen, die da zum Teil randbildend sind, zum Teil nicht. Manche Dinge, zum Beispiel den Ösophagus, sieht man nur, wenn er ja, pathologisch ist, bei einer Hiatushernie zum Beispiel, wenn er erweitert ist. Große Gefäße sieht man nur zum Teil, also dort, wo sie randbildend sind, da komme ich nachher noch dazu. Thymus ist auch etwas, was eben beim Erwachsenen eigentlich nicht zu sehen ist, weil es nicht die Größe hat, um randbildend zu werden. Beim Kind ist das anders. Und Schilddrüse und Lymphknoten sieht man auch nur, wenn sie vergrößert sind. Im normalen Röntgenbild sieht man das nicht. Die Lunge ist dann natürlich der Hauptteil des Bilds vom Volumen. Da sind natürlich auch Gefäßstrukturen drin, Lappenspalten, also was man da so sehen kann, die Pleura eben drumherum und auch das Weichteil und das Skelett sollte man nicht vergessen. Das sind auch ab und zu mal Frakturen vom Oberarm mit drauf oder vom Schlüsselbein. Da sollte man dann natürlich auch nicht drüber wegsehen. Der Punkt ist eben der, dass alle diese Strukturen sich überlagern in einem Projektionsröntgenbild. Da ist zum Beispiel die Lunge ganz im Zentrum, das ist eben letztlich das zentrale Organ, weswegen wir auch meistens die Röntgenbilder machen. Dann überlagert sich dieser Lunge natürlich das Herz und die Lungengefäße. Sie sind letztlich für die Hauptstruktur in der Lunge verantwortlich. Dann Herz- und große Gefäße, die sind vor allem für die Gestaltung des Mediastinums hinsichtlich der Konturen im Zentrum des Röntgenbilds wichtig. Und dann kommt außenrum natürlich noch Skelett und Weichteilmantel, die sich darüber überlagern. Und da muss man sich schon eine Weile eingucken in so Bilder, damit man diese Strukturen alle voneinander unterscheiden kann und auch sieht letztlich, wenn was nicht richtig ist und pathologisch verändert. Das heißt, der Schlüssel eigentlich zur Interpretation von Röntgenbildern des Thorax sind die Konturen der Organe und Strukturen, die Sie da sehen. Die sollten Sie verfolgen. Allen voran sind da mal die Lungenkonturen, also die Grenzen der belüfteten Lunge. Die sollten so aussehen, wie sie jetzt hier dargestellt sind, insbesondere eben auf der linken Seite unten auch der Aortenschatten sollte hinter dem Herz zu sehen sein. Die Zwerchfelle sollten beidseits als Kuppen abgrenzbar sein, die Randwinkel spitz, die Hili letztlich in Gefäßform, sprich vaskulär konfiguriert und auch im Lungenapex sollte das letztlich die Kontur der frei belüfteten Lunge dem Skelett der Rippen folgen und nicht irgendwo vorher verlaufen und abbrechen. Dann ist dann natürlich noch ein weiterer lufthaltiger Raum, das ist die Trachea, die sieht man hier überlagert über das Mediastinum, geht dann irgendwann in das Bronchialsystem über. Die Carina ist ein wichtige Landmarke, also die Aufzweigung der Trachea in die beiden Hauptbronchien. Und dann darunter liegt letztlich das Herz. Auf das gehen wir gleich nochmal im Detail ein, was das so für Strukturen als im Röntgenbild dann erzeugt. Und dann gibt es eben noch die Aorta, die großen Gefäße, die vom und zum Herz führen, die auch randbildend sich darstellen. Gut, die Herzkontur, wir projizieren uns mal dieses Modell des Herzens mitten rein. Was sieht man da? Wir haben hier verschiedene Strukturen, die randbildend sind und die sollten Sie sich merken, wenn Sie eben systematisch an Röntgen-Thorax-Bilder gehen und die befunden, dann ist das der Schlüssel zum Erfolg, gerade für das Mediastinum, dass Sie wissen, wo diese Herzgefäßstrukturen randbildend werden eben. Das kann man sich so im Uhrzeigersinn eben herleiten, von oben angefangen von der Vena cava superior, dann die Aorta, dann der Truncus pulmonalis und dann ist man letztlich schon beim linken Ventrikel. Der rechte Ventrikel liegt letztlich dem Zwerchfell auf, da ist ja die Sensitivität hinsichtlich
deutlich eine Vergrößerung schlechter als beim linken und der rechte Vorhof wird dann wieder randbildend. Und dann ist man schon wieder am Aortenbogen und der Vena cava. Das ist nochmal dargestellt, wie Sie dann im Röntgenbild das sehen, ohne das Modell. Letztlich, wenn dort eine Vergrößerung der entsprechenden Strukturen zu sehen ist, dann sollten Sie das auch so bemerken und dann im Befund berücksichtigen. Der linke Vorhof war jetzt nicht mit dabei. Der Grund ist der, dass der aufgrund seiner Lage jetzt etwas versteckter liegt im Mediastinum. Und auf der PA-Aufnahme kann man ihn im Prinzip nur daran als vergrößert erkennen, dass er letztlich unterhalb der Trachealbifurkation liegt und die Bronchien aufspreizt. Sie sehen das in den beiden Schnittbildern aus dem CT, dass der eben hinten liegt und etwas oberhalb des linken Ventrikels und dort eben unterhalb dieser Carina-Aufzweigung. Und da kann man ihn sehen. Man kann ihn natürlich auch im Seitbild sehen, nach hinten als vergrößert. So, nochmal zum Rekapitulieren. Wie befunden Sie einen Röntgenthorax? Das sollten Sie nachher eben üben, wenn Sie nachher an dem E-Learning-Tool sitzen. Gewöhnen Sie sich Ihr festes Schema an. Wie das aussieht, ist im Prinzip egal. Wichtig ist, dass alles mit dabei ist. Es gibt das Schema von außen nach innen. Das ist eher auf Weichteile Lunge zentriert. Oder von innen nach außen. Da geht es ja eher um Herz und Gefäße. Aber eben sollte natürlich immer alles angeschaut werden und gucken Sie, machen Sie sich gerade für den Anfang eine Checkliste, dass Sie auch alles angeschaut haben und dann verpassen Sie auch nichts. Eben achten Sie auf die Konturen, wo werden diese Strukturen gerade im Mediastinum randbildend, wo sieht man Auffälligkeiten und mit der Zeit werden Sie sich dann einen Übersichtsblick antrainieren und die Pathologien dann viel schneller erfassen. Das erfordert aber natürlich einiges Training.